Wenn dein Körper als Sprachrohr mit dir spricht, ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass deine Seele schon länger überhaupt nicht gut bestellt ist. Überlebensmodus und Überlebensmodus sind eine bestimmte Bezeichnung für die Beschaffenheit unseres Körpers bzw. vielmehr unser Nervensystem. In diesem Video erfährst du 10 ganz klare Anzeichen dafür, dass du seit längerem oder gerade wieder akut, aber in einem Überlebensmodus befindest. Und wir werden dahinter sehen, warum entsteht überhaupt diese Situation und warum manifestiert sich so lange diese Situation. Ich bin Gabriela, Trauma- und Körperpsychotherapeutin, und ich freue mich jetzt auf Nicht nur einer meiner Klienten kommt zu mir und beklagen sich förmlich, dass es sie nerven würde, wie der Körper da irgendwelche Probleme bereitet und rebelliert und sie daran verhindert, dass sie vielleicht irgendetwas gerade wieder vielleicht unternehmen können oder irgendwas richtig genießen könnten. Und das ist genau eine der Anzeichen von 10, dass du in einem Überlebensmodus bist. Das bedeutet, dass dein Körper ja schon länger sozusagen rebelliert und verschiedene Symptome verursacht. Symptome, die dir ganz klar nur sagen wollen, schau endlich, aber bitte schau hin, weil irgendetwas läuft gewaltig schief. Und diese Sprache unseres Körpers ist wirklich die Sprache, welche wohlgemeint ist, welche wohlwollend ist und ein ganz klares Signal bedeutet, dass wir aufmerksam werden sollten. Kennst du das? Höchstwahrscheinlich schon, dass du vielleicht chronische Schmerzen hast oder dass du immer wieder Situationen erlebst, in der du sozusagen durch deinen Körper und durch dein Nervensystem sabotiert wirst. Das sind alles eigentlich Versuche deines Körpers und Nervensystems, dir zu sagen, Hilfe und hilf mir endlich, weil ich kann nicht mehr. Und hinter meinem Körper ist auch meine Seele, und dieser Seele geht es überhaupt nicht gut. Ganz klar 3 Ursachen dafür, dass diese Situation so lange wirklich als manifestierte Situation und Zustand, also Überlebensmodus deines Nervensystems, entsteht. Erstens, entweder du leugnest das Trauma und das, was dir passiert war, beziehungsweise wie es dir im Moment ergeht. Das bedeutet, dass du darüber hin wegschauen möchtest. Du versuchst innerlich eine Haltung anzunehmen, die dir dabei helfen sollte, das entweder zu negligieren, zu entwerten oder missachten, und du versuchst das Leben so weiterzumachen, wie wenn nichts gewesen wäre. Das bedeutet, du bist nicht aufrichtig mit dir selbst. Und das hat natürlich ganz, ganz verheerende Folgen. Wir schauen uns ja gleich die 10 Anzeichen an. Ja, welche Ursache könnte noch sein, dass dieser Überlebensmodus so lange hier gefestigt ist? Ganz klar, du verdrängst deine Gefühle. Und ganz am Anfang vielleicht ganz als allererste Mal, ja, als Kleinkind, ist es noch unbewusst entstanden, diese Strategie, welche uns Gott sei Dank angelegt ist und wo du irgendein sehr schmerzhaftes Gefühl, also einen seelischen Schmerz, aber unterdrückt hast, damit du diesen Schmerz nicht mehr spüren sollst. Das sind verschiedene Mechanismen in uns, auch biochemisch,
und auch physiologisch, wie uns das gelingt, Gefühle, schmerzhafte Gefühle zu unterdrücken. Das können körpereigene Opiate sein, zum Beispiel, die uns betäuben, diese Gefühle nicht mehr spüren zu wollen. Es können aber sein, dass sie tatsächlich weiter oder ja, weitführende und sehr lange bleibende, sich als ja, somatische Beschwerden manifestierende Mechanismen diese sind. Wie zum Beispiel formförmlich und wortwörtlich, dass du diese Gefühle nach unten drückst. Das heißt, es entsteht tatsächlich ein energetischer Druck auf den Brustkorb, aber dann auch vielleicht auf den Magen und ja, ganze Verdauungstrakt rumort sozusagen und du hast ständig auch Verdauungsbeschwerden, denn du kannst tatsächlich diese Gefühle nicht verarbeiten und anstelle diese zu fühlen, verdrängst du lieber und diese unterdrückst du auch energetisch. Die Folge dessen ist leider, dass diese Mechanismen tatsächlich als angelegte neuronale Netzwerke in unserem Körper über Jahrzehnte hinweg manifestieren und zum Beispiel Schluckbeschwerden entstehen oder wo wir das Gefühl haben, ich habe Kloß im Hals oder dass irgendwas im Nacken sitzt oder ein Stein ist auf dem Herz, nicht wahr? Die Sprache sagt ja schon auch alles. Ein Stein ist vom Herz gefallen, wenn wir uns endlich erleichtern können oder könnten. Ja, und diese manifestierte Symptome können natürlich nur durch körperorientierte Therapien befreit werden, wo wir diese Traumaenergie dann tatsächlich auch nach außen führen können, nach außen leiten können und sich entlasten und ja, entladen können. Ja, was ist noch die dritte Ursache? Dass bei dir auch höchstwahrscheinlich solche Körpersprachen oder Versuche des Körpers und Seele entstanden sind. Naja, dass du recht früh verschiedene Art von Überlebensstrategien nicht nur entwickelt hast, sondern du praktiziert bis heute diese. Ob bewusst oder unbewusst, ob aus Bequemlichkeit oder pure Mechanismus, aber die sind weiterhin am Werk und weil sie am Werk sind, wirken sie natürlich auch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Fluchtreaktion des Nervensystems vor diesen Gefühlen eher flüchte, also ich unterdrücke sie nicht, sondern ich flüchte mit diesen Gefühlen in den Kopf. Kennst du das? Ich bin mir 100% sicher. Du legst dich hin ins Bett und du kannst nicht schlafen, weil die Gedanken nicht, ja, dich schlafen lassen und du nur noch am Grübeln bist, wenn es exzessive Form annimmt, nennt sich Rumination, wo auf jeden Fall nicht im Leben bist. Du bist nicht im Hier und Jetzt, du bist abgeschnitten. Also das ist auch eine Form der Dissoziation, wo wir dann eben nicht in eine Verdrängung oder Betäubung gehen, sondern wir flüchten uns vor diesen seelischen Schmerzen. Und jetzt mal her mit diesen 10, viel, ja, manchmal sogar etwas subtilen Anzeichen des Körpers, warum du nicht heilen kannst. Und du, wenn du diese Anzeichen aber lesen lernst, auf jeden Fall einiges für dich tun kannst, damit du aus diesem Überlebensmodus rauskommst. Zum einen, du fühlst dich in eine negative Situation wie ein Gefangener. Du bist gefangen und du hast das Gefühl, du kommst da nicht raus. Das bedeutet, du bist ja bereits in einer Form der Dissoziation, wo wir von uns abgeschnitten sind, entweder nur von Gefühlen oder Körper, aber meistens geht es eigentlich ganzheitlich einher, das heißt auch auf kognitive und eben Sinneswahrnehmung und Bewusstseinsebene, energetischer Ebene und du hast das Gefühl, du bist wie dein eigener Gefangener.
Und das stimmt ja auch sogar. Denn wenn wir uns in diese Zustände begeben, bewusst oder unbewusst, ähm, solange sich das Nervensystem nicht regulieren kann, sind wir auch Gefangene, nicht nur gefühlt, sondern wirklich tatsächlich von diesen Zuständen. Zweites Anzeichen, häufiges Schwitzen, Frieren oder einen ganz hohen Puls hast du. Herzratenvariabilität ist eine der Top-Kennzahlen dafür. Das bedeutet, du bist eigentlich in einer Hyperaktivität, in einem Hyperarousal und dein Nervensystem schafft es nicht, auch physiologisch nicht, in einen regulierten Zustand zurückzukehren. Alles, was ich hier aufgezählt habe, sind kreierte Symptome für dich von unserem limbischen Nervensystem. Das heißt, die sind auch nicht regulierbar an sich, sondern das ist autonom. Autonomes Nervensystem sagt ja schon der Begriff. Und wir haben wenig Kontrolle. Wir können darauf einwirken, weil wir haben ja verschiedene Zugänge zu unserem Organismus. Aber wenn wir uns in diesem Zustand befinden, dann muss ich auch in der Lage sein, meinen Verstand irgendwann einzuschalten oder zumindest als Notfallkoffer sozusagen oder Notfallnotizen gewisse Tools auf der Hand zu haben, dass ich mich aus diesem Zustand retten kann. Ein nächstes Zeichen, aus meinen Notizen, also wenn dein Energielevel zum Beispiel deutlich gesunken ist und auch nicht aufhört, weiter nach unten zu sausen. Das ist ja dann eben Hypoarousal. Das ist genau das Gegenteil dazu, wenn wir in der Überregung sind. Das ist ein sehr typisches, sehr typischer Überlebensmodus von Nervensystem. Das passiert uns, herkömmlich nennt man das depressive Verstimmung. Aber wenn dein Energielevel in einen viel mehr Erschöpfungszustand verabschiedet und du praktisch auch sogar in einer Freeze bist, also du dich kaum bewegen kannst, du bist erstarrt, das ist ein ganz anderer Zustand. Das ist ein deutlich schwererer und tieferer Zustand, wo sich dein gesamter Organismus schon fast verabschiedet, damit endlich eine Erholung und Regeneration erleben kann. Das heißt, auch hierbei ist es so, dass es wirklich ein Überlebensmodus ist, denn für den Körper und dein Nervensystem diese Hyperaktivität und diese ständige Überregung so anstrengend war, dass es nicht anders verarbeiten kann, anstelle dass einfach den Stecker zieht und jetzt ist aber mal Ruhe. Vielleicht kennst du auch das, also diese Anzeichen. Entweder sporadisch oder schon einmalig vielleicht erfahren oder sogar phasenweise rezidivieren, dass es bei dir auftaucht, dann ist höchste Zeit, dass du dich mit Selbstregulation beschäftigst. Ein nächstes Zeichen für dich. Du bist ständig abgelenkt. Ja, Ablenkung. Ablenkung, da bin ich ja mit diesem Begriff, alle, die ja bei mir in der Akademie sind und auch wir uns dort als Community und Familie immer wieder treffen oder auch in Einzelgesprächen, Ablenkung, ich mag das Wort nicht. Warum nicht? Das suggeriert mir und viele benutzen das aus meiner Sicht etwas unpassig an der Stelle, denn Ablenkung ist eine bewusste Entscheidung, anstelle A, B zu machen. Vielmehr ist aber ein Überlebensmodus ein Zustand, wo ich nicht unbedingt bewusst entscheide, sondern im Sinne vielmehr wie Numbing, vielleicht sagt ihr das was. Das heißt, dass mit dem Zweck der Betäubung ich in eine Beschäftigung flüchte, was mich womöglich vielleicht regulieren kann. Das ist natürlich eine ganz andere Dynamik, nicht wahr? Und diese Ablenkung, okay, geh mal shoppen und so weiter, oder ja, ich mach mal, weiß ich nicht, ich triff mal jemanden und dann quatschen wir mal ganz oberflächlich, sondern vielmehr ist
der Fall, dass du dich aus einer Situation, aus einem Zustand, was dir erneut vielleicht seelischen Schmerzen verursacht, flüchtest, also eine Fluchtreaktion, aber bewusst. Denn wir sind ja mit der Zeit eigentlich erwachsen unterwegs und ich glaube, hier ist ja auch ganz, ganz klar, dass wenn du vielleicht verschiedene Art auch von Suchtverhalten angeeignet hast und du dann auch in diesen Situationen bewusst, denn da passiert immer eine Sekunde, da ist immer eine Sekunde dabei, wo wir dessen bewusst sind, ach, das ist jetzt sozusagen ein Scheideweg. Jetzt könnte ich rechts gehen, anstelle links gehen, damit ich nicht in diese Ablenkung bzw. vielmehr Betäubung gehe, sondern dass ich mich in mich hineinfühle, ein Innehalten praktiziere und dann bewusst diesen Modus, den Status meines Nervensystems verändere. Ein nächstes Anzeichen für dich. Verantwortung und Pflichten überfordern dich. Was bedeutet das? Also Pflichten und Verantwortungen haben wir alle in unserem Leben. Anders würde ja gar nicht funktionieren. Und wenn diese uns ständig nur noch überfordern, ist auch ein ganz klares Zeichen von deinem Körper. Irgendwas ist zu viel. Oder zu wenig, könnte auch sein, nicht wahr? Und es heißt, dass diese Pflichten wir uns dann womöglich auch wünschen, dass wir gar keine mehr hätten. Am besten vielleicht auch, weiß ich nicht, keine Anstellung, keine Kinder, keine Familie, was ich ständig organisieren muss. Und auch nicht natürlich diese ganz nervige Symptome meines Körpers. Aber Verantwortung, und das ist der Punkt für dich, Verantwortung trägst du immer. Ob du diese Verantwortung wahrnimmst oder nicht, aber du trägst diese. Und genau in dieser Reihenfolge. Als erster für dich selbst. Als zweiter für die Menschen, die dich lieb haben. Und womöglich, wenn du fürsorgepflichtig bist, ist eine Verantwortung für andere Lebewesen. Oder auch wenn du vielleicht Haustiere hast oder einen wunderbaren Hund oder andere Art von Tieren. Aber du trägst zumindest diese Verantwortung. Es könnten noch weitere dazukommen, gesellschaftliche Verantwortung oder wenn du auch in der Arbeit weitere Verantwortungen trägst, aber die sind da, ob du sie wahrnehmen möchtest oder nicht, die sind da und die sind am wichtigsten, genau in dieser Reihenfolge auch zum ersten, also zum einen auch zu erfüllen, beziehungsweise wenn ich diese dann auch erfüllen kann, auf die Pflichten zu achten, was ist davon zu reduzieren, denn dein Nervensystem ist in absoluten Hilfeschrei-Modus und du brauchst Erleichterung. Ein nächstes Zeichen könnte sein, alles fühlt sich an wie Arbeit und überfordert dich. Das ist ja ein bisschen verwandt damit, was ich gerade beschrieben habe, aber es ist noch ein Tick tiefer, nicht wahr? Denn das heißt, dass wenn ich sogar meine Pflichten abgebe und diese Verantwortungen vielleicht wahrnehme, ob ich diese dann auch ausblende oder irgendwie pausiere, aber die sind ja natürlich da, dennoch ist so, dass sogar das, also zum Beispiel die Verantwortung für mich selbst, fühlt sich nur noch wie ein Riesenstein auf meinen Rücken, auf meinem Schulter und Brust und ich komme nicht vorwärts. Das ist natürlich auch ein State von Überlebensmodus, denn es bedeutet ganz klar, was will denn dein Körper sagen? Alles fällt dir nur noch schwer und alles ist Arbeit und alles ist nur noch ein Muss und bloß nicht. Du bist außerhalb deines Toleranzfensters, höchstwahrscheinlich schon massiv und länger. Und da ist wieder deine eigene Hilfe gefragt.
Also das heißt, dass du dich selbst befreist und dich ganz klar in dein Toleranzfenster wieder zurückbewegst. Ein nächstes Anzeichen kann sein, dass du versuchst, alles zu kontrollieren, dennoch entgleitet dir alles. Bekannt, schon erfahren, du versuchst, deine gesamte To-Do-Liste abzuarbeiten. Du versuchst es auch alles zu managen, ja? Kinder, Familie, Arbeit, vielleicht irgendwelche ja, eigene Bedürfnisse an Weiterentwicklung oder ja, neue Erfahrungen und so weiter. Und du versuchst es auch wirklich zu kontrollieren, vor allem dich selbst zu kontrollieren und deine Reaktionen, und du kriegst es nicht mehr hin. Klar, Kontrolle ist ein bewusster Vorgang wieder, was wir primär mit dem Verstand, also hier präfrontaler Kortex, versuchen zu machen. Aber es gibt von also 6 mindestens 3, 4 Zustände des Nervensystems, wo wir auf kognitive Fähigkeiten, also klar denken und kontrollieren kann ich ja nur, wenn ich ja klar denken kann, überhaupt nicht zugänglich sind. Dementsprechend eindeutig, du bist in einem Überlebensmodus, du gehörst wieder etwas reguliert. Nächstes Anzeichen könnte sein, dass du viel zu viel grübelst und dass du eben auch Suchtprobleme hast. Grübeln, interessant, weil beide Verhalten, also sowohl Grübeln, wo ich ja eben im Kopf bin und aber dann höchstwahrscheinlich vom Kopf runterwärts gar nicht mehr präsent bin, und auch alle Art von Suchtverhalten sind vielmehr ein Flucht und eine Suche nach irgendwelchen Lösungen. Letztes Endes läuft immer darauf hinaus, wie ich mich regulieren kann. Denn das, wie es sich anfühlt, schrecklich ist und dass ich das so nicht weitermachen will. Nicht wahr? Genau. Nächste Anzeichen könnte sein, du verlierst schnell die Nerven und greifst auch noch andere an. Austicken, ausrasten, sogar gegen sich selbst zu wenden, alles eine ganz klare Form davon, dass wir absolut gar keine Kontrolle mehr haben und dass wir keinen Zugang mehr plötzlich oder schon phasenweise oder länger oder chronisch, aber zu kognitive Entscheidungen und Vorgänge im Kopf haben, und dass ich ja dann auch noch andere angreife, das ist auch Aggression, nicht wahr? Aggression, und zwar Attacke, also da gehst du dann auch kurz in Kampf und versuchst du noch etwas zu retten, was retten wäre. Du projizierst aber dabei letztes Endes nur dein eigenes Leid, und die Lösung findest du natürlich so nicht. Und mein letztes Beispiel für dich, alles ist ein Muss. Ich habe mehrere sogar Klienten, Klientinnen in der Akademie, die davon immer wieder berichten, dass ihr ganzes Leben ist wie ein Muss. Ich muss aufstehen, ich muss das machen, ich muss auch, naja, Geld verdienen, ich muss arbeiten gehen, ich muss einkaufen gehen, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss kümmern. Hier ist dann immer meine Gegenfrage oder Zurückfrage, ich schmeiße eigentlich den Ball zurück. Wer sagt denn, dass es ein Muss ist? Muss das wirklich sein? Oder vielmehr muss es in der Maße, Intensität oder, weiß ich nicht, Weite sein, wie du das gerade heute praktizierst? Denn das ist auch wieder ganz klares Zeichen, alles ist zu viel, und dass du das nicht mehr kannst. Also dein Körper spricht ja mit dir und sagt wieder, schau hin, schau endlich hin, wie es mir geht, und hilf mir. Denn, und das ist meine Einladung an dich,
Nur du allein kannst du dich heilen. Niemand sonst. Niemand. Das ist nicht die Therapeutin, das ist nicht der Therapeut, das ist nicht irgendein Begleiter oder dein Partner oder dein Kollege oder die Eltern oder sonst wer. Nein, das bist alleine du. Du bist in der Lage und hast auch wirklich die Macht in deiner Hand, die Anteile in dir, die Seiten in dir, diese neuronale Erlebnisnetzwerke in dir, die in solchen Situationen ganz aktiv da sind und zeigen auch, okay, ja, ich gebe jetzt ein Signal, damit du mir hilfst und reguliere bitte das System, aber ich kann das noch nicht adäquat und so, ähm, dass es dir auch gut tun würde. Und es ist auch noch kein Erwachsener vielleicht, eine ausgereifte Möglichkeit der Regulierung, aber ein ganz klares Zeichen. Und du mit deinen erwachsenen Seiten und Anteilen bist du in der Lage, und das garantiere ich dir, dass du das kannst. Du hast die Macht in der Hand. Durch dein Erkenntnis und durch dein Bewusstwerden über vieles, durch viele, viele auch Tools und Möglichkeiten, wie du da herangehen kannst, aber vor allem auch Mut und aufrichtig sein mit dir selbst, kannst du dich sehr weit heilen und auf jeden Fall in einen Zustand bringen, wo du die Selbstregulation, den Körper beibringst und dem Körper wirklich immer mehr und immer öfters Situationen und Phasen ermöglichst, wo eine Erleichterung eintritt. Genau. Ich bin ganz gespannt, wenn du berichtest. Welche der 10 Anzeichen kennst du bei deinem Körper? Hast du dich ertappen können? Und teile deine Erfahrungen, denn der Community hilft es. Und ich bin auch sehr gespannt darauf. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, Gabriela.